Mein Name ist Jasmin Hörte. Ich bin Abteilungsleiterin hier am Rechenzentrum des KIT und ich möchte Ihnen heute gemeinsam mit meinen Kollegen Paul Hober und Stefanie Hoffmann ein bisschen was zu BW Jupyter erklären und im Speziellen, wie Sie eben KI nutzen können, um das Ganze in Ihrer Hochschullehre einzusetzen. Auf der nächsten Folie haben wir einen kleinen Überblick über die nächsten 1,5 Stunden. Zunächst mal erzähle ich Ihnen ein bisschen was über das Projekt BW Jupyter und was überhaupt Jupyter Notebooks sind für diejenigen unter Ihnen, die bisher noch nicht damit gearbeitet haben. Dann gehen wir ein bisschen näher auf den integrierten KI-Assistenten ein, den man eben innerhalb von Jupyter nutzen kann. Und dann gibt es auch ganz konkrete Einsatzszenarien. Und da dürfen Sie dann selber auch ausprobieren, ja, wie man verschiedene Aufgabenstellungen mit dem KI-Assistenten lösen kann. Und ganz am Ende gibt es dann noch einen Ausblick über die weiteren Features, die es innerhalb von BW Jupyter gibt. Der KI-Assistent ist da nur ein Feature unter vielen. Und wir möchten Ihnen dann eben noch ein bisschen zeigen, was man sonst noch alles mit BW Jupyter machen kann. Aber zunächst mal ein paar so Eckdaten zum Projekt. Das Projekt entstand im Rahmen des Dialogprozesses Hochschulen in der digitalen Welt, der vom MWK vor 1,5 Jahren, würde ich sagen, gestartet wurde. Es gibt auch andere Projekte, die Sie wahrscheinlich kennen, BW GPT, BW Digirecht und so weiter. Und ja, wir wurden eben im Rahmen von diesem Prozess auch für 1,75 Jahre ungefähr gefördert. Unser Projekt läuft jetzt noch bis Ende des Jahres. Ist eine Kooperation von KIT und Uni Stuttgart. Und das Ziel ist eben die Bereitstellung eines Jupyter Hubs für die Hochschulen in Baden-Württemberg. Das heißt also, wir stellen die Infrastruktur bereit, damit Sie dann an Ihren jeweiligen Hochschulen den Jupyter Hub nutzen können, ohne dass sie eigene Server betreiben oder ja, irgendwelche andere Infrastruktur benötigen. Jupyter ist eine ja, webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung und einer der Vorteile ist eben, dass man Jupyter einfach im Browser öffnen kann, ohne irgendwelche Programme oder irgendwelche Installationen auf dem eigenen Rechner durchführen zu müssen. Und dadurch ist es eben ja, gut einsetzbar in der Lehre, weil eben ja die ganzen Studierenden einfach nur ihren Browser öffnen müssen und über einen Link auf den Jupyter Hub gelangen können und sonst eben nichts tun müssen. Die Anmeldung läuft über BWIDM, das heißt, ja, jeder Hochschulangehörige in Baden-Württemberg hat einen BWIDM-Account. Meistens ist es auch einfach der normale Hochschulaccount und damit kann man sich auf dem Hub einloggen und kann dann direkt ja, ein Jupyter Notebook öffnen und damit arbeiten. Und das Tolle dabei ist eben, dass das ein niederschwelliger Einstieg ist im Umgang mit Programmieren, aber dann auch später im Umgang mit Ressourcen wie HPC oder KI-Clustern, die eben in der Forschung auch eingesetzt werden, wo man so eben Studierende ganz langsam daran führen kann. Genau, seit dem vergangenen Sommersemester ist der Hub für alle Hochschulen in Baden-Württemberg verfügbar und wir hatten jetzt im vergangenen Semester ja über 4.300 Nutzende von fast 40 verschiedenen Hochschulen und wir hoffen, dass wir das jetzt im kommenden Wintersemester noch weiter steigern können, noch mehr Nutzer dazukommen, vielleicht auch noch ein paar Hochschulen dazukommen. Ja, und wir hoffen, dass wir heute damit schon mal den Grundstein legen können, dass Sie hoffentlich den Hub auch in ihrer Lehre einsetzen. Genau, dann würde ich jetzt zur nächsten Folie gehen. Hier sieht man jetzt überhaupt mal, was ist überhaupt ein Jupyter Notebook für diejenigen unter Ihnen, die noch gar nicht damit gearbeitet haben. Also so sieht es aus. Das ist schon mal, also Jupyter Notebook ist kein irgendwie Hardware-Notebook, sondern es ist eben dieses digitale Dokument.
Und das Tolle an den Jupyter Notebooks ist eben, dass man hier verschiedene Dinge oder verschiedene Blöcke hat, die man in diesem Dokument ausführen kann. Zunächst mal kann man Textfelder einfügen und da überhaupt zum Beispiel eine Aufgabenstellung schreiben. Man kann mit LaTeX verschiedene Formeln einbinden und man kann auch andere Dinge visualisieren. Und dann hat man als zweiten Block dann ein Codefeld, wo man verschiedene Programmiersprachen ähm, ausführen kann. Ich glaube, wir können eine Folie weiterklicken, genau. Jupyter unterstützt verschiedene Programmiersprachen. Wir haben jetzt hier mal Julia, Python und R aufgeführt. Daher kommt auch der Name Jupyter, also aus einer Zusammensetzung von den drei Programmiersprachen. Es gibt aber noch weitere Profile bei uns auf dem Hub, die man nutzen kann für C, C++. Wir haben auch KI-Profile Richtung TensorFlow und Python und genau, also gibt ganz viele unterschiedliche Programmiersprachen, die hier unterstützt werden und man kann das eben in diesen Codefeldern dann ausführen und sich dann eben auch da, je nachdem, was man sich anzeigen lassen will, dann auch einen Plot ausgeben lassen. Also hier sieht man das jetzt in dem Beispiel, ist es jetzt eine Amplitude, die man dann eben, ja, die kommt, wenn man das Codefeld ausführt. Ausführen geht oben in der Leiste über den Run-Button. Ähm, und auch hier ist es so, Sie können jetzt praktisch aus diesen drei Blöcken ein ganzes Dokument zusammenstellen. Sie können einzelne Codefelder ausführen. Sie können das komplette Dokument ausführen lassen. Und das ist eben gerade für Anfänger, die jetzt noch nicht so Programmierexperten sind, ganz gut, um einfach so ein bisschen den Überblick zu behalten und ja, einfach Schritt für Schritt zu sehen, was man da eigentlich tut. Genau, ich hoffe, ich habe dazu jetzt alles mal gesagt. Dann ja, kommen wir zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Zunächst einmal können Sie als Dozenten jetzt Jupyter Notebooks einfach nutzen in Ihren Veranstaltungen, um eben Dinge während des Unterrichts zu zeigen, entweder selbst kleine Sachen zu programmieren oder einfach ausführen zu lassen. Und dann gibt es aber eben auch die Möglichkeit, dass Studierende selbst mit den Jupyter Notebooks arbeiten, also indem sie ihnen zum Beispiel Aufgabenstellungen geben, die dann von den Studierenden in den Jupyter Notebooks ausgeführt werden können. Und Jupyter Notebooks sind, wie gesagt, in ganz vielen verschiedenen Fachrichtungen auch einsetzbar. Was man da gerade vorhin gesehen hat, ist ja ein Beispiel für einen Ton. Man kann aber auch ja, das in Programmierkursen einsetzen, in verschiedenen Sprachwissenschaften, in fast allen STEM-Fächern ist ja Programmieren mittlerweile auch angesagt. Von daher ist es wirklich sehr vielfältig einsetzbar. Und genau, ein paar Beispiele werden Sie im Verlauf des Kurses heute auch noch sehen. Und jetzt würde ich übergeben an meine Kollegin Stefanie Hoffmann, die Sie durch ja, den Kurs weiterführen wird und die jetzt erstmal eine kleine Umfrage macht, damit wir so ein bisschen wissen, wie viele von Ihnen überhaupt schon mit Jupyter gearbeitet haben. Genau, um Sie so ein bisschen kennenzulernen, hatten wir uns gedacht, ja, wir zeigen Ihnen einfach ein paar Aussagen und Sie entscheiden, ob Sie der Aussage jetzt zustimmen würden oder nicht. Ähm, Damit wir sehen, ob Sie der Aussage zustimmen, würden wir Sie bitten, dass Sie einfach einmal Ihre Hand heben. Das Wichtige ist, dass Sie die Hand wieder senken, bevor dann die nächste Aussage kommt, damit es nicht durcheinander läuft. Genau, und zwar die erste Frage wäre schon mal, ähm, oder beziehungsweise die erste Aussage wäre, dass Sie in einem der STEM-Fächer lernen. Bitte einmal Hand heben, wenn das der Fall ist. So, jetzt muss ich ja hier gucken. Okay, es sind schon 7 Teilnehmende, die die Hand gehoben haben. Ich warte noch kurz. Also Hand heben, wenn Sie in einem der STEM-Fächer lehren. Okay, das sind aber gar nicht so viele, wie wir tatsächlich erwartet hatten. Dann gerne die Hand wieder senken für die nächste Frage, beziehungsweise die nächste Aussage. Und zwar Hand heben, wenn Sie bereits Jupyter Notebooks verwendet haben. Okay, das sind deutlich mehr. Das sind jetzt schon 16 Teilnehmende.
Danke sehr. Dann gerne die nächste Aussage. Handheben, wenn Sie bereits die Entwicklungsplattform Baby Jupyter genutzt haben. Okay, das sind nicht so viele. Das ist natürlich einerseits gut, weil wir Ihnen dann sehr viel Neues heute zeigen können. Ähm, Andererseits hoffen wir natürlich, dass es dann auf jeden Fall nach der Vorstellung hier eine definitiv höhere Zahl werden wird. Dann die nächste Aussage, gerne nochmal Hand runter erst. Handheben, wenn Sie BW Jupyter bereits in der Lehre eingesetzt haben. Das sind auch noch nicht so viele. Da können wir auch noch definitiv was verbessern. Dann die letzte Aussage. Handheben, wenn Sie bereits den integrierten KI-Assistenten genutzt haben. Okay, das hat noch niemand genutzt. Ah doch, jetzt kommen noch zwei. Okay, sehr gut. Dann denke ich, können wir Ihnen heute sehr viel Neues erzählen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, warum sollte man denn diesen KI-Assistenten eigentlich überhaupt einsetzen in der Lehre? Erstmal, was ist dieser KI-Assistent? Man kann sich das erstmal so vorstellen, quasi wie ja, ChatGPT, nur dass es natürlich direkt integriert ist in diesem Jupyter Hub von BW Jupyter. Und aus meiner Sicht ist es so, dass es erstmal eigentlich wenig Sinn gibt, den nicht einzusetzen. Denn klar, man könnte jetzt argumentieren, man ja, fokussiert nicht mehr so ganz die Kompetenzen des Programmierens. Man kann aber sehr viel andere oder sehr viel wichtigere Kompetenzen hier entwickeln, wenn man tatsächlich den KI-Assistenten in der Lehre einsetzt. Denn ich denke, es ist ganz klar, dass Studierende in ihrer Zukunft, insbesondere eben in ihrem Beruf, mit solchen Assistenten konfrontiert sein werden. Das heißt, wir bereiten unsere Lernenden hier eigentlich für ihre eigene Zukunft vor. Und es ist, denke ich, wichtig, dass wir sie auf einen verständnisvollen und reflektierten Umgang mit solchen KI-Assistenten vorbereiten. Und zugleich ist es auch so, dass der Lernprozess durch diesen KI-Assistent unterstützt werden kann. Da werden wir es später dann noch an ein paar Einsatzszenarien auch sehen, wie das möglich wäre. Und es ist eben auch so, dass natürlich auch Sie eine gewisse Unterstützung hier erfahren können, wenn Sie das beispielsweise nutzen, um irgendwie sich bei der Vorbereitung zu helfen und unterstützen zu lassen. Schauen wir uns mal an, was dieser KI-Assistent hier für Facetten mitbringt. Zum einen ist es eben so, wie bereits schon erwähnt, es gibt so einen Chat-UI, die zur Verfügung steht und die kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Eingabefeld, wie es auch bei ChatGPT eben üblich ist. Man kommuniziert einfach im Chat mit diesem KI-Assistenten, der hier JupyterNote heißt, und kann so natürlich sprachliche Kommandos an den KI-Assistenten geben. Dann gibt es die AI Magic Commands als zweite Facette. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, dass man direkt in einer Zelle mit dem KI-Assistenten kommunizieren kann und man erhält dann die Ausgabe direkt in diesem Jupyter Notebook als genau, direkt in diesem Jupyter Notebook, zum Beispiel irgendwie als neue Codezelle. Eine dritte Facette ist die automatisierte Vervollständigung von Code, die Inline Completion. Man sieht das hier links auch schon an dem Beispiel. Man hat jetzt hier das erste Wort bereits getippt und bekommt dann eben vorgeschlagen, wie man jetzt den Code fortführen könnte. Wir wollen uns jetzt erstmal diese Chat-UI anschauen und dazu wechsle ich direkt schon mal in die Ansicht der, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich rüberkomme, in die Ansicht der Seite BW Jupyter. Jetzt sieht man, glaube ich. So, jetzt sollte man hoffentlich die Ansicht von BW Jupyter sehen. Okay, perfekt. Ich hatte es gerade aus Versehen einen Bildschirm weitergeschoben mit drei Bildschirmen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, wir schauen uns das gleich mal an. Und zwar sieht so jetzt eben die Oberfläche von BW Jupyter aus, wenn man denn jetzt in einem Arbeitsbereich, sag ich mal, Profil nennen wir das, drin ist. Man sieht jetzt hier, dass man zunächst mal das Arbeitsverzeichnis hier links sieht mit den ganzen Ordnern und bereits angelegten Jupyter Notebooks. Und hier rechts könnte man sich jetzt zum Beispiel einen Jupyter Notebook mit Python einmal anlegen. Genau, so sieht das Ganze grob aus.
Und man sieht jetzt hier auch schon, dass man hier einzelne Zellen eben hat. Die kann man jetzt hier mit dem Plus, kann man sich auch eine neue Zelle hinzufügen und kann dann hier auch den Typ der Zelle auswählen, also ob es eine Codezelle oder zum Beispiel eine Markdown-Zelle ist. Wir wollen jetzt ja ganz speziell den KI-Assistenten anschauen und dazu können wir hier links in der Auswahlleiste einmal auf dieses Chat-Symbol klicken und dann öffnet sich direkt hier die Ansicht des KI-Assistenten. Ich ziehe das mal hier ein bisschen größer, dann sieht man das auch noch ein bisschen deutlicher. Und zwar ist es jetzt so, dass ich direkt hier eben über dieses Eingabefeld mit dem KI-Assistenten kommunizieren kann. Also ich könnte jetzt beispielsweise fragen, ähm, wie kann ich, wie kann ich denn eigentlich Fibonacci-Zahlen ermitteln? Ne, dann stelle ich die Frage und jetzt kommt schon eine sehr ausführliche Erklärung und man sieht direkt auch schon, diese Erklärung, die wird auch direkt mit Code ergänzt. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn man jetzt hier sich diese Codefelder anschaut, die hier ausgegeben werden, dass ich diese Codefelder tatsächlich direkt in meinem Jupyter Notebook übernehmen kann. Das kann ich tun, indem ich einfach hier auf dieses Plus klicke und dann wird dieses Codefeld einfach direkt über die hier ausgewählten Codezelle eingefügt. Das mache ich jetzt einfach mal. So, und jetzt habe ich direkt hier dieses Codefragment eingefügt und kann das dann auch direkt in meinem Jupyter Notebook ausführen. Ausführen kann ich entweder hier auf diesem Run-Button oben oder mit dem Shortcut Shift-Enter. So, und das ist natürlich ein super Vorteil, ne? Weil dann muss ich nicht irgendwie umständlich das kopieren, sondern kann das direkt hier einfügen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, mit dem KI-Assistenten zu kommunizieren. Und zwar kann ich meine Anfragen auch spezifizieren. Zum Beispiel, und da gehe ich jetzt nochmal ganz hoch, ist hier nämlich auch schon kurz erklärt, was man hier alles für Befehle verwenden kann, um die Anfrage zu spezifizieren. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier ein Notebook generieren. Das geht mit Generate. Schauen wir uns das mal an. Ich kann beispielsweise mir jetzt ein Notebook generieren lassen, das mir eine Demonstration liefert zur Bibliothek Pandas. So, und jetzt sieht man, okay, er hat verstanden, dass er jetzt aktiv werden soll. Und man könnte jetzt währenddessen auch weitere Fragen stellen. Und das wird jetzt im Hintergrund eben dieses Notebook erzeugt. Vielleicht, während das jetzt hier lädt, ganz kurz als Anmerkung. Ich kommuniziere jetzt gerade auf Deutsch mit diesem KI-Assistenten. Man könnte das definitiv auch auf Englisch tun. Ist vielleicht auch ein bisschen naheliegender hier, weil die Befehle auch direkt am Anfang auf Englisch sind. Ähm, Das, denke ich, würde ich am besten einfach Ihnen überlassen, wie Sie das am liebsten irgendwie in Ihrer Lehre einsetzen möchten. Es ist natürlich irgendwie oder kann eine größere Hürde sein, wenn man jetzt direkt auf Englisch kommuniziert für die Lernenden. Je nachdem, wie erfahren vielleicht Sie auch schon im Umgang mit dem Programmieren sind. Ähm, Was natürlich der Fall ist, ist definitiv, dass die Trainingsdaten, die jetzt in Englisch vorliegen, ja, dass man da eben eine deutlich größere Trainingsmenge vorliegt. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass vermutlich die Ergebnisse leicht besser sind, wenn man auf Englisch kommuniziert. Mit den Beispielen hatte ich jetzt tatsächlich keinen Unterschied festgestellt. So, und jetzt in der Zwischenzeit wurde jetzt tatsächlich eben auch dieses Notebook generiert. Und jetzt können wir ganz kurz uns das mal anschauen, wie das jetzt hier aussieht. Dazu wechseln wir hier einmal nochmal in unser Arbeitsverzeichnis. Und jetzt sieht man, hier wurde jetzt ein Notebook erstellt, das nennt sich Pandas Demo Notebook. Das können wir uns jetzt einfach auch mal anschauen. Wir sollten jetzt hier den Python-Kernel am besten auswählen, weil es ist ja ein Notebook, wo jetzt Pandas ähm, eingeführt wird. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Man erhält hier eben ja, erklärenden Text dazu und dann hier auch schon irgendwie schön formatiert mit einzelnen Überschriften, einzelnen Beispielen. Hier ja, eine ganz gute Einführung, denke ich, in Pandas. So, gehen wir noch mal einmal zurück. Was kann ich noch tun? Ich kann zusätzlich ja, Dokumente, die ich bereits
in meinen Jupyter Hub hochgeladen habe, die kann ich dem KI-Assistenten geben, sodass er aus diesen Dokumenten lernt und kann dann auch dazu Fragen stellen. Das machen wir mal. Und zwar sagen wir ihm mal, dass er alle Dokumente aus dem Ordner, warte mal kurz, Shared, genau, den hier, dass er die sich einfach mal alle anschauen soll. Das machen wir mal kurz. Ähm, okay. So, und jetzt sagt er einem schon auch schon direkt, okay, jetzt kann man hier Fragen dazu stellen. Und jetzt fragen wir mal, weil ich habe nämlich da ja, ein Jupyter Notebook eingefügt für Sie später, ähm, wo ja die AI Magic Commands einmal eingeführt werden. Das heißt, da kann man jetzt einfach mal fragen, welchen AI Magic Befehl kann ich nutzen, um das Format einer Ausgabe zu spezifizieren. So, das ist so ein Befehl, ähm, wo man eben später die Ausgabe dann festlegen kann. Und kann Ihnen schon mal so viel verraten, genau, das ist jetzt hier richtig geantwortet worden. Man macht das mit diesem Zusatz -F hier. Ähm, Das dürfen Sie später auch nochmal verifizieren, wenn Sie dann selbst das Notebook anschauen. Und da kann ich Ihnen auf jeden Fall schon dazu sagen, wenn man die Frage stellt, ohne dass man jetzt tatsächlich sich die Dokumente davor, ohne dass man die Dokumente davor eingespeist hat, dann bekommt man definitiv eine falsche Antwort. Vermutlich denke ich mal, dass, weil es ist da der Grund, dass die Informationen einfach noch recht neu sind. Diese Extension, die gibt es noch gar nicht so lange. Das heißt, die war vermutlich auch gar nicht in den Trainingsdaten. Die Information war vermutlich nicht in den Trainingsdaten. Genau, das heißt, man sieht hier, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, Man muss ein bisschen darauf achten, dass nicht alle Dokumenttypen hier ausgelesen werden können. Da gibt es eine Liste. Unter anderem enthält diese Liste Jupyter Notebooks, aber auch Textdateien. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie Word-Dateien oder sowas, das funktioniert nicht. Na, was kann man jetzt noch machen? Man kann jetzt das Gelernte einmal wieder löschen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie aus Versehen da was hochgeladen hat oder so und man möchte jetzt nicht, dass die Beantwortung der Fragen dann in diese Richtung tendiert. So kann man jetzt hier einfach wieder alles einmal rauslöschen und gleichzeitig kann man jetzt auch diese Chat-Historie hier einfach einmal löschen. Das funktioniert mit Clear. Genau, und dann sieht man wieder, das ist jetzt die Ansicht, die man am Anfang hatte. Genau, jetzt wechsle ich wieder einmal kurz rüber in die Ansicht der Folien. Sollte jetzt hoffentlich wieder passen. Ja, jetzt haben wir ja erstmal gesehen, wie das funktioniert und Sie dürfen das gleich ausprobieren. Vielleicht noch vorab ein paar Informationen zu dem Sprachmodell, das hier verwendet worden ist. Und zwar ist es so, dass man, um überhaupt diesen KI-Assistenten verwenden zu können, muss man verschiedene Modelle festlegen. Zum einen gibt es eben das Language Model, das eben so für die Beantwortung der Eingaben im Chat zuständig ist. Das muss einmal festgelegt werden und gleichzeitig muss auch einmal das Embedding-Modell ausgewählt werden. Dieses Embedding-Modell ist zuständig, um lokale Daten zu verarbeiten. Ähm, ja, die werden dann sozusagen in so einen Vektorraum projiziert, damit die eben ins Sprachmodell eingespeist werden können. Und wenn man diese Inline Completion nutzen möchte, dann muss man logischerweise auch das Inline Completion Modell festlegen. Jetzt gibt es hier verschiedene Modelle, die zur Auswahl stehen. Und zwar sind das Modelle auch verschiedener Anbieter. Da gibt es zum Beispiel auch OpenAI als Anbieter. In der Regel sind hierfür ein API-Key notwendig, um jetzt diese Modelle zu integrieren. Das ist eben dann diese Schnittstelle, die hier genutzt wird. Es gibt allerdings auch Modelle, bei denen kein API-Key erforderlich ist. Das sind die Modelle von GWDG. Also das ist eine Institution, die ja solche Sprachmodelle kostenfrei zur Verfügung steht. Die hosten eben die Modelle bei sich. Und hier ist eben der Vorteil, dass es dadurch, dass sie eben selbst keinen API-Key brauchen, dass die Modelle eben kostenfrei für sie zur Verfügung stehen. Und hier gibt es jetzt auch sehr viele verschiedene Modelle, die zur Auswahl stehen. Wir haben Ihnen hier einfach mal bei den Folien, die Ihnen auch zur Verfügung gestellt werden, das heißt, Sie müssen auch nicht mitschreiben, einfach mal ja auch direkt eine Empfehlung mit draufgepackt. Und zwar ist es
ja eine Empfehlung oder so eine Liste, die ja, Top 15 Modelle fürs Programmieren enthalten. Und da befinden sich eben diese drei Modelle auch darunter. Deswegen werden wir dann jetzt auch gleich beim Ausprobieren auch eines dieser drei Modelle verwenden. Genau. Im Folgenden wollen wir Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, dass Sie das selbst einmal ausprobieren dürfen. Und zwar können Sie dazu entweder einmal diesen Link hier abtippen oder alternativ wird Ihnen mein Kollege Paul Hoger wahrscheinlich auch gerade schon den Link in den Chat geschickt haben. Das heißt, da können Sie dann auch einfach den Link im Chat einmal auswählen. Und dann kommen Sie nämlich auf die ähm, Seite, auf der ich Ihnen eben auch gerade den Einsatz des KI-Assistenten gezeigt habe. Das heißt, Sie müssten gleich hier angelangen. Davor müssen Sie sich einmal mit Ihrem BWIDM-Account anmelden. Genau, wir wählen jetzt einmal einfach gemeinsam ein Modell aus. Dazu dürfen Sie einfach mal ja, mir alles einfach einmal nachmachen. Und zwar sieht das vermutlich jetzt erstmal so bei Ihnen aus. Es ist jetzt hier erstmal die Ordnerstruktur ausgewählt. Das heißt, Sie klicken jetzt erstmal einmal auf diesen beiden Sprechblasen hier. Dann öffnet sich der KI-Assistent und hier oben auf diesem kleinen Zahnrädchen können jetzt die Modelle ausgewählt werden. Da klicken wir einmal gemeinsam drauf. Bei mir ist da jetzt gerade schon eins ausgewählt. Sie wählen einfach eines dieser Modelle aus. Die GWDG-Modelle, die beginnen alle mit BW Jupyter. Das heißt, da müssen Sie einmal runterscrollen. Die sind nämlich ganz unten, die Modelle. Und dann wählen wir doch einfach mal das Quellenmodell jetzt hier aus. Das ist eben auch eines der Modelle gewesen, die auf dieser Empfehlungsliste fürs Programmieren stehen. Und beim Embedding-Modell wählen wir auch einfach mal das Quellenmodell aus. So, dann einmal noch hier die Änderungen speichern und dann einmal hier auf den Zurückpfeil klicken. Dann kommt man nämlich wieder in die Chat-UI rein. Dann haben wir für Sie tatsächlich eine Aufgabe vorbereitet. Und zwar geht es da um das Einlesen von Temperaturwerten. Sie haben nämlich so einen Ordner Shared und in diesem Ordner liegt eine CSV-Datei. Die nennt sich Temperaturdaten Karlsruhe 2008-09. Und die Aufgabe ist es, dass Sie diese Temperaturdaten einlesen, eine erste statistische Übersicht erstellen, später dann Diagramm generieren, den Code visualisieren und auch einen kleinen ja, Bericht dazu verfassen. Das Ganze sollen Sie jetzt natürlich nicht selbst tun, sondern Sie sollen möglichst viel den KI-Assistenten zur Unterstützung hier heranziehen. Sie müssen diese Aufgabe nicht machen. Sie können es auch einfach erstmal nur so irgendwelche anderen Fragen in den AI-Chat stellen. Das war jetzt nur einfach mal von unserer Seite aus gedacht, sodass Sie da möglichst ja, viele Features jetzt einmal ausprobieren vom KI-Assistenten.